Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute geht es um einen absoluten Top-Superhund, den Bullmastiff. Wahnsinnshund. Ja, doch bevor ich mit diesem Meister seiner Kategorie loslege, möchte ich kurz eine Erklärung zu meinem letzten Video, dem Video Weißer Schweizer Schäferhund versus deutscher Schäferhund abgeben, das ja, möchte ich mal behaupten, auf etwas emotionale Art und Weise von mir preisgegeben wurde. Doch das hat einen Grund. Ich wurde mehrfach angeschrieben wegen diesem Video und zu meinem Erstaunen gelobt wegen dem Pfeffer, der in diesem Video mehr oder weniger von mir ausgeht. Es wurde als erfrischend bezeichnet und so weiter. Ja, aber normalerweise bin ich da etwas ruhiger. Doch wie schon vorher erwähnt, das hat einen Grund, weshalb ich da etwas geladen war. Ich möchte Ihnen das hier ganz kurz erklären. Kurz vor der Produktion dieses Videos hatte ich eine hitzige, heftige Diskussion. Ich wurde da von einer Person angeschrieben, der hat mich an meiner privaten E-Mail-Adresse kontaktiert und stellte sich vor, ein Herr im Besitz einer Begleithunderasse, eines Rüden, kastriert, und sagte mir, also teilte mir mit, er wäre mit meiner Einstellung zum Thema Schutzhundeausbildung, Sportschutz, klassische Schutzarbeit auf den Abrichterplätzen nicht einverstanden. Mehr sagte er mir nicht beim ersten Kontakt. Ich schrieb ihm zurück, ja, ich nehme das zur Kenntnis, das ist seine Meinung, die steht ihm selbstverständlich zu und ja, freut mich, dass wir uns gelesen haben. Dachte mir, das war's. Ich bekam recht kurz später gleich wieder ein E-Mail, das dann etwas länger ausfiel. Darinnen beschrieb mir der Herr die Gründe, weshalb er mit meiner Einstellung da irgendwie nicht konform läuft. Er schrieb davon, dass er nicht versteht, dass Menschen, die so wie ich behaupten, Hunde zu lieben, einen Hundesport ins positive Licht rücken wollen. Ich versuche das so wortwörtlich wiederzugeben. In welchen Hunde lernen, dass sie durch Beißen von Menschen Erleichterung vor Wirbel und Schmerzen erfahren. Was? Kannte mich nicht aus, was mir dieser Herr da wirklich mitteilen wollte, nicht? Und fragte ihn, ob er mir das vielleicht detailliert erklären kann. Nicht? Ich weiß nicht, wovon er redet. Nicht? Er meinte dann, dass er es verabscheut, dass Hunden beigebracht wird, Freude zu empfinden, wenn sie Menschen attackieren. Und ich antwortete ihm dann, ob er schon mal auf einem Abrichterplatz war, einem seriösen Abrichterplatz, wo ein gutes Team beheimatet ist, das mit den Hunden vernünftig arbeitet und sich das schon mal in live angesehen hat. Und als er dann zu mir sagte, nein, das muss er nicht, denn er ist Besitzer mehrerer Zertifikate, welche er bei Online-Seminaren zum Thema Hunden erhalten hat. Und sein gesunder Hausverstand in Kombination mit diesem erlangten Wissen dieser Online-Seminare genügen ihm. Er muss also keinen Abrichterplatz besuchen, um sich davon zu überzeugen, dass das Ganze eine Barbarei ist. Ja, so ähnlich sah ich das auch und als ich ihm dann zu verstehen gab, dass ich glaube, dass er mit der Materie nicht wirklich zu tun hat, also dass er nicht wirklich weiß, was er da schreibt oder wovon er da spricht, wurde er beleidigend. Also der begann mich zu schimpfen. Ja. Da fielen Schimpfwörter. Ne, und er versprach mir auch, dass er das halt weitergeben wird an seine Bekannten und so weiter und dass ich da nicht einsichtig bin und dass er mit Leuten wie mir abgeschlossen hätte, denn er hatte schon einige andere Menschen, die den Sport, Schutzhundeausbildung mehr oder weniger bewerben, auch angeschrieben und auch mit denen Leuten diskutiert. Ja, ich war halt dann geladen. Ich beendete das Ganze, dann blockierte diese Person. Ja, ich weiß nicht, ob er das umgeht und mich nochmal anschreibt. Ich hoffe nicht. Falls Sie zusehen, unterlassen Sie das. Wir werden uns da nicht einig bei dem Ganzen. Aber ich war geladen. Ich gebe zu, ich habe mich geärgert, denn ja, was soll ich Ihnen sagen?
Und das Ganze bekam dann das Video Weißer Schweizer Schäferhund gegen Deutscher Schäferhund ab, aus dem Grund, ich hatte keine Zeit mehr, mich abzukühlen. Ja. Normalerweise hätte ich dann einige Stunden noch warten müssen oder einen Tag warten müssen, um wieder anständig runterzukommen und das Video vernünftig produzieren zu können. Die Aussagen in dem Video, ja, hinter denen stehe ich nach wie vor felsenfest, das hat damit nichts zu tun, nur die Art und Weise, wie ich es gebracht habe, das war doch etwas hitzig, ja, das merkt man auch, wurde mir gesagt, aber wie gesagt, ich wurde eher im positiven Sinne auf dieses Video angesprochen, meine E-Mail-Adresse von vielen meiner Zusehern. Aber ich hatte keine Zeit mehr. Wissen Sie, die Produktion eines solchen Videos erfordert einige Zeit und die hatte ich nicht mehr. Ich wollte am Freitag pünktlich mit dem Video erscheinen und musste drehen. Aber ich verspreche Ihnen, sollte ich irgendwann in Zukunft nochmal ähnliche Diskussion erfahren, dann nehme ich es in Kauf, mit dem Video etwas später online zu gehen, um dieses dann auch in ruhiger Art und Weise präsentieren zu können. Ja, also das war der Grund, weshalb dieses Video Weißer Schweizer Schäferhund versus Deutscher Schäferhund etwas hitziger war von meiner Seite her. Ja. So, jetzt habe ich mich diesbezüglich erklärt und jetzt kommen wir zum heutigen Video. Ja, wie schon vorher von mir erwähnt, es geht ja heute um einen Wahnsinns-Molosser, um den Bull Mastiff. Wer ist der Bull Mastiff? Was macht diesen tollen, super tollen Hund aus? Im 19. Jahrhundert hatten Großgrundstücksbesitzer, Landbesitzer in England, Lords, die hatten da ein schweres Problem mit Wilderern. Da gab es ja viele, viele arme Leute, die nicht wussten, wie sie überleben sollen. Also die wilderten auf den Ländern dieser Lords Hirsche, Hasen etc. alles. Das gefiel diesen reichen Lords natürlich nicht und die stellten Wildhüter ein. Die wiederum hatten die Aufgabe, diese Wilderer zu stellen, zu verhaften, der Exekutive zu übergeben. Dort wurde dann ein Urteil gesprochen und damals war es so, dass diese Wilderer zur Abschreckung, ja, zum Tode verurteilt wurden. Die wurden dann breitenwirksam öffentlich hingerichtet, um andere Leute zu warnen, auf den Ländereien dieser Lords wildern zu gehen. Ja. Niemand möchte getötet werden, weil er dafür sorgt, Essen am Tisch seiner Familie bringen zu können. Das wird jeder verstehen. Ne? Und jetzt war es oft so, dass diese Wilderer, wenn sie in Gefahr liefen, ertappt zu werden, auch diese Wildhüter töteten, um selbst nicht getötet zu werden. Also diese Wildhüter statteten sich dann mit wehrhaften, schnellen, scharfen Jagdhunden aus, oftmals vom Typ des Irish Wolfhounds, die sie halt dabei unterstützten bei der Jagd auf diese Wilderer. Starten die spürten diese Wilderer auf, verfolgten die, holten die ein. Das Problem war nur, dass oftmals diese Wilderer dann von den Hunden getötet wurden. Also die wurden bei lebendigem Leib zerlegt. Das war alles natürlich kontraproduktiv für die Lords und für die Wildhüter, denn ein toter Wilderer konnte nicht mehr breitenwirksam öffentlich hingerichtet werden. Jetzt versuchten die, einen Hund zu züchten, der ebenfalls dazu fähig war, den Wilderer aufzuspüren, einzuholen und stark genug war, den umzuwerfen, festzuhalten, aber nicht den Drive hat, diesen gleich zu töten. Ja, dann irgendwie kamen die dann darauf, alte Mastiffschläge mit Bulldoggen zu verpaaren. Und um diesen Hund noch etwas mehr Nase zu geben, kreuzten die auch einen Schuss Bloodhound-Blut ein. Ja, tatsächlich erreichten die mit diesem Zuchtexperiment einen Typ Hund, der schnell genug war, stark genug war und auch die Nase dazu hatte, genau diese Aufgabe so zu erfüllen, wie diese Leute sich das vorgestellt haben. Das Interessante ist nur, das habe ich mir schon oft überlegt, wenn ich über den Bull Mastiff gelesen habe, bekannt ist dieser Hund mir ja schon zig Jahre, wie sind die draufgekommen, dass dieser direkte Vorfahre des Bull Mastiffs den Wilderer, wenn er ihn eingeholt und umgeworfen hat, nicht tötet. Also das wäre interessant, wenn man das irgendwo noch heraus recherchieren könnte. Doch das funktioniert nicht. Ich habe das schon einige Male versucht, irgendwie zu erfahren. Das geht nicht. Aber irgendwie sind die da drauf gekommen. Und es ist angeblich so, dass das tatsächlich so war, dass diese direkten Vorfahren des heutigen Bull Mastiffs die Wilderer nicht töteten, sondern die festhielten, indem sie sich in irgendeinem Körperteil verbissen und sich damit zufrieden gaben. Ja, der Wildhüter kam dann und konnte diesen Wilderer, diesen armen Menschen, dingfest machen. Ja, irgendwann
begann man diese Wilderer anders zu behandeln. Sie wissen schon, öffentlich breitenwirksame Hinrichtungen wurden verboten und so weiter. Und dieser in der Umgebung überall bekannte Gamekeepers Night Dog, was nicht anderes heißt als der Nachthund des Wildhüters, wurde diesbezüglich arbeitslos. Also die handelten das dann anders. Doch der Bullmastiff fand auch seinen Platz danach für einige Zeit lang bei der englischen Polizei, bevor er für dafür geeignetere Hunderassen dann abgelöst wurde. Ja. Na, heutzutage ist der Bullmastiff einer der beliebtesten Molosser auf der ganzen Welt. Einer der schönsten, gehört zu den sportlicheren und gesünderen Molosserrassen. Ein wunderschöner Hund. Habe auch schon einige Erlebnisse mit diesem tollen Hund hinter mir. Doch dazu etwas später. Bis zu 70 cm, sagt der Rassestandard. Schulterhöhe erreichen Bullmastiffs. Größere sah ich ehrlicherweise auch noch nicht. Doch beim Gewicht sieht es anders aus. Denn hier, Verzeihung, spricht man von Hunden, die maximal 60 Kilo schwer werden. Doch das ist eher im Bereich der Mythen zu Hause. Ich sah schon schwerere Bullmastiffs. Ich habe ja auch einen Zuseher meines Kanals, der mich erst vor kurzer Zeit angeschrieben hat, im Besitz eines Bullmastiffs mit 80 Kilo, dem Buddy. Grüße nach Deutschland. Ja, aber ich sah auch schon öfter Bullmastiffs auch auf Ausstellungen und die gewannen dort, die weit schwerer als 60 Kilo waren. Also auch hier dürfte man bei den Ausstellungen etwas die Augen zudrücken. Also das ist eher nur eine Richtlinie. Sind kurzhaarige Hunde. Die Farben reichen von hellen Brauntönen bis ins tiefe Rotbraun hinein und es gibt sie auch gestraumt. Sie haben immer eine schwarze Maske, einen Riesenkopf, einen mächtigen, kräftigen Fang mit losen Lefzen und relativ klein wirkende, dreieckige Hängeohren. Also die Hängeohren haben wahrscheinlich eine gute Größe, aber Bullmastiffs sind dafür bekannt, Riesenköpfe zu haben. Wir haben auch nicht weit von mir einen Bullmastiff-Züchter, der seinen Zuchtstättennamen an diese Riesenköpfe angepasst hat. Denn diese Zuchtstätte heißt Murzan-Bluza. Österreicher werden das vielleicht verstehen. Das heißt nichts anderes als Riesenkopf. Murzan-Bluza, so heißt die Zuchtstätte. Ja. Die Gesamterscheinung des Bullmastiffs ist eine klassische Molosser. Ein unheimlich substanzvoller Hund, der sofort mal wahnsinnig viel Kraft ausstrahlt. Also das ist ein Hund mit mächtiger Muskulatur, ein wuchtiger Brocken, stark knochig. Also wie gesagt, ein Hund, den man sofort ansieht, der strotzt vor Kraft. Sind sehr schöne Hunde. Auch charaktertechnisch würde ich den Molosser den Bullmastiff als typischen Molosser einstufen. Das ist ein Hund, wenn er den Rassestandard charakterlich optimal vertritt, hohe Reitschwelle vorweist, immer ausgestattet ist mit einer guten Portion an Wach- und Schutztrieb. Ein Hund, der sich unheimlich gut in die Familie einfügt, der sich sehr wohl fühlt in einen Familienverband, der auch sehr gut mit Kindern zurechtkommt. Wie es die meisten Molosser tun. Hier ist es selbstverständlich so, dass ich immer nur von Hunden spreche, die gekonnt, gehalten und erzogen werden. Doch wie bei vielen anderen Molossern ist es auch beim Bullmastiff so, dass sie oftmals spät erwachsen werden. Das ist so. Ist natürlich eine individuelle Geschichte. Es wird Bullmastiffs geben, die schneller erwachsen sind. Es wird Bullmastiffs geben, die später erwachsen werden. Doch ich kann Ihnen da einige Geschichten dazu erzählen. Dazu kommen wir dann gleich noch. Aber ich weiß von vielen Besitzern, die hier oftmals schon ins Grübeln gekommen sind, die sich nicht ganz sicher waren, ja, ob sie hier wirklich einen Molosser besitzen oder weiß nicht, was das ist. Oft dauert das sehr lange. Das ist oftmals auch nicht nur beim Molosser so. Mein Hund ist generell sehr Schäferhunde ähnlich. Also generell charakterlich einem Schäferhund doch ähnlich. Aber auch bei ihm merkte ich, dass er mit 3,5 Jahren bezüglich Reife nochmal extrem anschob. Ja, jetzt mit 4 Jahren ist er fertig, doch es dauert bei ihm auch relativ lang. Aber sagen wir generell gesehen, wenn man Bullmastiffs oder Molosser vergleicht mit Hunderassen wie Dobermännern, deutschen Schäferhunden und sie diesbezüglich miteinander vergleicht, ist es schon sehr auffällig, dass eben diese Dobermänner, Schäferhunde und so weiter schneller reif sind im Kopf im Vergleich zu den Molossern. Oftmals ist es so, nicht immer, aber oftmals ist es so. Ja, gesehen habe ich Bullmastiffs schon unzählige Male. Etwas näher zu tun gehabt habe ich mit 2 und
mit einem Bullmastiff, den ich zwar privat nicht kannte, aber auf einem Abrichteplatz ein Erlebnis hatte, möchte ich Ihnen dann auch noch kurz eine Geschichte erzählen, die werde ich nie vergessen. Doch zuerst mal zu den 2 Bullmastiffs, die ich persönlich recht gut kannte. Die waren im Besitz eines Herrn, dem Franz, im 12. in Wien war das, der vorher einen kaukasischen Ovtcharka besessen hat. Ja. Einigen von Ihnen wird diese Geschichte schon bekannt sein. Und der war oftmals vom Kontrast dieser charakterlichen Unterschiede zwischen kaukasischen Ovtcharka und seinen beiden, das waren 2 Brüder, beiden Bullmastiff-Rüden dann richtig geschockt. Ja. Denn oftmals, wenn wir uns trafen, die Hunde waren, als ich sie dann das letzte Mal sah, bevor ich sie dann 2 Jahre später wieder sah, waren sie 2 Jahre alt, sagte er mir: Ronny, ich bin enttäuscht von diesen beiden. Und ich, was ist los, Franz? Die sind feig, die sind schreckhaft, die sind scheu. Wahnsinn, Remus war in diesem Alter schon so und so, Remus war sein Kaukase und Remus war gefürchtet. Da hat einmal meine damalige Freundin ins Gesäß gezwickt, nicht gebissen, gezwickt. Das war eine blöde Geschichte, aber das war ein absolut kantiger Kaukase, ein typischer Kaukase. Ja. Also so, wie man oft hört vom Kaukasen. Ja. Sind ja nicht alle so, aber der war. Und ich sagte ihm öfter, ja, legte ich dieselbe Platte auf und sagte: Herr Franz, gib ihnen noch Zeit, das sind Molosser, das sind keine Herdenschutzhunde, das sind Molosser, die brauchen ein wenig, lass ihnen Zeit. Na, sieh dir die Hunde an, die sind beieinander wie Nashörner und das und das. Lass ihnen, er glaubte mir das nicht, ich merkte das. Ja. Und ich sage Ihnen was, ich sah diese Hunde dann 2 Jahre lang nicht. Bin vom 21. Bezirk in den 22. Wiener Gemeindebezirk gezogen und die verlor ich dann aus den Augen. Aber ich habe Verwandte im 21. Bezirk und als ich dann einmal, ich weiß nicht mehr, wem ich da besucht habe, traf ich Franz mit den beiden Rüden, die waren dann mittlerweile schon 4 Jahre alt. Und ich sage Ihnen was, die Hunde gingen mit breiter Brust durchs Leben, absolut selbstbewusst, richtige, selbstbewusste, mutige Molosser, so wie sie sein sollen. Ja. Und ich sprach dann wieder mit Franz, genau, und wie schauen wir aus? Ja, passt schon. Ich sagte dir, lass ihnen Zeit. Es ist oftmals so und ich weiß das. Ich habe schon mit unzähligen Molosser-Besitzern gesprochen, dass es sehr viele Molosser-Besitzer gibt, die da ins Grübeln kommen. Ja. Manchmal zweifeln an ihren Hunden, denn ein Molosser ist ein Hund, der ein Kriegerherz besitzt, ja, auch wenn es tief in ihm drinnen schlummert und ein typischer Molosser hat ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Oftmals ist das alles aber noch nicht da, wenn die Hunde noch nicht reif im Kopf sind und sie verhalten sich oftmals auf jugendliche Art und Weise, während sich andere gleichaltrige Hunde schon viel erwachsener verhalten. Und da kann es oft sein, dass Leute im Besitz solcher Hunde dann zum Zweifeln beginnen. Und oft ist es dann aber auch so, dass sie dann 1 Jahr später oder 1,5 Jahre später dann im Besitz eines absolut fantastischen, erwachsenen, selbstbewussten Hundes sind. Ja? Egal ob Rüde oder Hündin. So war es auch bei den beiden Bullmastiffs von Franz. Das wollte ich nur damit sagen. Und da macht auch der Bullmastiff absolut keine Ausnahme nicht. Individuelle Geschichte, bei einem geht es schneller, bei einem weniger schnell. Aber damit muss man schon rechnen, wenn man sich einen Molosser nimmt. Ich hatte dann ein ganz tolles Erlebnis mit einem Bullmastiff. Lassen Sie mich diese Geschichte kurz erzählen. Mitte 90er, 94, 95 muss das gewesen sein, hatten 2 Abrichteclubs unseres Dachverbandes, wir waren kein großer Dachverband, wir hatten, glaube ich, an die 10 Abrichteclubs, hatten ein Vergleichsturnier gegeneinander. Und um fair zu bleiben, wollten die also war alles dabei, ganz klar, Unterordnung, Schutzarbeit, Fährtenarbeit, wollten die einen Figuranten, einen Schutzhelfer, also der mit dem Schutzarm, für alle Leute, die da nicht so zu Hause sind, von einem anderen Abrichteplatz einladen zu diesem Turnier, um fair zu bleiben. Denn oftmals ist es so, dass sich Hunde auf ihren Figuranten, also dem Figuranten ihres Abrichteplatz, gewöhnen und hier dann Unterschiede sind in der Schutzarbeit. Manche Hunde tun sich da leichter als Hunde, die diesen Figuranten noch nicht kennen. Es gibt viele Hunde, denen das völlig egal ist,
ja, wer da den Schutzarm übergezogen hat. Aber es gibt auch Hunde, denen ist das nicht egal. Die funktionieren bei diesem Figuranten besser als bei einem anderen. Und so ist so. Wenn sie Hundesportler sind, wissen sie das. Wie gesagt, auch eine individuelle Geschichte. Aber um absolut fair zu bleiben, sagten sie, die beiden Abrichterclubs, bei diesem Turnier holen wir uns einen Figuranten eines anderen Abrichterclubs. Somit hat keiner dieser beiden Abrichterclubs mit seinen Hunden einen Vorteil bei der Schutzarbeit. Ja, die haben mich angerufen. Ich habe zugesagt, bin dorthin gefahren, das war irgendwo in Niederösterreich, und habe meinen American Pitbull Terrier mitgenommen. Ja, ausgestiegen, das Turnier war noch nicht im Gange, selbstverständlich. Und zu dieser Zeit war es noch nicht so, dass man dass die American Pitbull Terrier oder Steph aus der Erde wachsen wie die Gänseblümchen, so wie es heute ist. Damals in den 90er Jahren, in den frühen 90ern waren American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier noch recht selten. Ja. Und oftmals dann etwas Spektakuläres, wenn man diesen Hund zum ersten Mal gesehen hat. Speziell unter Hundefreunden, Hundefans. So war es auch, als ich mit meinem Pit dort aufgekreuzt bin, bildet sich sofort eine Menschentraube. Ist das ein American Pitbull Terrier und so weiter? Also heute ist das kein Spektakel mehr, aber damals war es noch eins. Ich sage, ja. Wurde da belagert und ich sprach halt mit den Leuten und so weiter. Ja, war ganz, ganz interessant. Und der Figurant, also der Schutzhelfer eines dieser Clubs, der ging dort auch beim Turnier mit und der besaß einen Bullmastiff. Und der sagte zu mir, hör zu, machst du mit deinem American Pitbull Terrier Schutzarbeit auch? Und ich sage, ja, der hat die Shea 1 und da ist er sicher am Arm. Sage ich, absolut sicher. Er kommt recht hoch rein, er springt ab und aber er ist absolut sicher. Du, sagt er zu mir, nach dem Turnier außer Konkurrenz, darf ich ihn mal hetzen? Also darf ich mal arbeiten mit ihm? Sage ich, ist kein Problem. Wenn es euren Leuten nicht stört, kein Problem. Ne? Ja, machen wir dann. Ne? Das Turnier startete, es kam zur Schutzarbeit und bei der Schutzarbeit der Herr, der mit meinem American Pitbull Terrier arbeiten wollte, der den Bullmastiff besessen hat, ja, mit dem machte ich dann die Schutzarbeit als Figurant und arbeitete das erste und letzte Mal mit einem Bullmastiff bei der Schutzarbeit. Ich sage Ihnen was. Der Hund kam rein wie ein Bulldozer und biss wie ein Krokodil. Das war dann ungefähr so, ja. So kam mir das vor. Also der kam rein mit einer Wucht, ja, aber technisch genauso schön wie die Rottes, Schnauzer, Dobermänner und Schäferhunde. Aber der Griff dieses Hundes, also der hatte meinen Schutzarm bis ganz hinten voll gegriffen. Und ich dachte, mein Unterarm ist in einem Schraubstock eingespannt. Also es war schon ein Unterschied. Und wenn Sie sich diesen Kopf anschauen, können Sie sich vorstellen, mit was für Gewalt der zugreift. Ja, also da stecken schon einige Kilobond Druckkraft pro Quadratzentimeter drin. Ja. Der Griff war schon für mich auffällig kräftiger als der des Durchschnittsschäferhundes, Durchschnittsdobermannes. Also schauen Sie, ich weiß, wie kräftig ein Schäferhund zupackt am Schutzarm oder der Dobermann, der Rottweiler, der Schnauzer, aber das war schon auffällig härter, möchte ich mal sagen. Ich schätze den Bullmastiff so auf knapp 62, 63 Kilo ein, das war ein sehr athletisch gebauter, sehr schneller Bullmastiff, ein wunderschöner Hund, eine tolle Linie. Ja, sagte ihm dann erst, das war ein Erlebnis für mich, hat auf Kommando sofort abgelassen, hat alles super gepasst, weiß nicht welchen Platz der dann gemacht hat bei dem Turnier, ich war nicht bei der Siegerehrung. Sagte ihm dann, dass es mir eine Ehre war, mit seinem Bullmastiff bei der Schutzarbeit zu arbeiten und dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat und so weiter und überschüttete ihn mit Lob. Dann kam es zur Schutzarbeit mit meinem Außerkonkurrenz, mit meinem American Pitbull Terrier und alle Leute, die drinnen waren, essen nach dem Turnier. Und das war ja nach dem Turnier die Schutzarbeit mit meinem Pit und mit diesem Herrn. Die ließen das Essen stehen, die kamen raus und sahen zu. Die hatten noch nie einen Pit bei der Schutzarbeit gesehen. Ja. Spektakel war das für die. Ja, wir absolvierten die Schutzarbeit und ich musste beim Kommando aus, ja. Also beim Ablassen hatte mein Pit immer Probleme, dem musste ich immer helfen. Ja. Deswegen konnte ich auch nie aufs Treppchen mit ihm bei Turnieren, da das natürlich immer Punkteabzüge sind. Ja. Also er parkte wie ein Alligator und kam reingeschossen wie eine Rakete, alles. Aber wie gesagt, beim Kommando, also beim Ablassen, war es immer so, dass ich mithelfen musste. Aber egal, nach dieser Schutzarbeit kam er völlig unter Adrenalin stehend zu mir, dieser Figurant, und sagte, sag mal, wie schwer ist er eigentlich? Und ich sagte damals, naja, 27 Kilo. Sagte, der spürt sich ja 2,5, 3-mal so schwer an. Sage ich, ja,
Ich weiß, ja, also der war auch völlig weg und absolut begeistert von meinem Beat vom Attila. Genauso wie ich begeistert von seinem Bullmastiff. Ja, war eine schöne Geschichte, werde ich nie vergessen. Man erlebt schon schöne Geschichten, wenn man mit dem Hundesport zu tun hat. Viele Jahre lang, ja. Also, zurück zum Bullmastiff. Für wen ist dieser Hund geeignet? Na, selbstverständlich für alle Molosser-Fans, für alle Leute, die sich verguckt haben in Hunde, die enorm viel Substanz mitnehmen, die etwas ruhiger unterwegs sind, also wo man einen Hund mit hoher Reizschwelle erwarten kann, wenn man ihn gekonnt erzieht. Selbstverständlich kann man auch Fehler bei der Erziehung bei Bullmastiffs machen, wie bei allen Molossern, und die können dann oftmals fatal sein. Schauen Sie, das sind Hunde mit wahnsinniger Kraft. Ja, die haben eine gewisse Substanz, und wenn Sie die nicht kontrollieren können, wenn die mal außer Rand und Band gerät, sollten Sie eher nicht mit solch einem Hund spekulieren. Ich spreche davon. Schauen Sie, selbst der am perfekt funktionierendste Hund kann mal was tun, was Sie nicht wollen, und dann sollte schon auch Ihre Körperkraft zu diesem Hund passen. Ist so, wir haben das schon mal besprochen. Mit Sicherheit musste auch schon der beste Hundeprofi mal seine Körperkraft einsetzen bei irgendeiner Situation, ja, mit seinem besten Hund. Also die wenigsten, ich sage sogar niemand dieser Leute musste das noch nie tun. Das kann Ihnen selbstverständlich auch passieren. Ja. Und das müssen Sie immer im Hinterkopf haben. Der Hund gehört mit Bedacht, vernünftig erzogen, gewisse Schrauben nicht aufdrehen. Sie wissen schon, in Richtung Dominanz und so weiter, ein zu dominanter Molosser ist nicht mehr schön zu führen. Ja. Aber mit Vernunft erzogen ist der Bullmastiff ein Hund für sehr, sehr viele Leute, kann ich mir vorstellen. Für den Abrichteplatz, für den Gebrauchshundesport oder für Sportarten, wo es wirklich mit extremen Bewegungsabläufen zu tun hat, nur bedingt geeignet, da diese Hunde oftmals doch sehr schwer werden. Ja. Und hier man unbedingt auf den Bewegungsapparat achten muss. Ganz, ganz wichtig, bevor man sich einen Bullmastiff nimmt, eine Sache, die bei den meisten Rassen ins Spiel kommt, die mal groß und schwer werden. Die macht der Bullmastiff keine Ausnahme, ist absolut darauf achten, den Hund im jungen Alter, Welpen-Junghundealter nicht zu überfordern. Bitte beachten Sie das. Ich kenne Leute, die meinten das zu gut bezüglich lange Märsche mit ihren jungen Hunden und hatten nach 1, 2 oder 3 Jahren Hunde mit völlig kaputten Bewegungsapparat. Speziell Molosser neigen da dazu, Schwierigkeiten dann später zu bekommen. Wenn Sie sich für einen Hund entscheiden, der mal groß und schwer wird, dann passen Sie auf in der Zeit, wo dieser Hund ein Welpe ist, ein Junghund ist, mit den Zeiten, die Sie mit diesen Hunden unterwegs sind. Ich sage immer, lieber öfter, aber kurz rausgehen, als lange Gewaltmärsche absolvieren mit diesen Hunden. Das kann schnell schief gehen. Und wie gesagt, ihr auch beim Bullmastiff verdammt aufpassen. Oftmals ist weniger mehr, also da muss man unbedingt dahinter sein. Ein absoluter Top-Hund. Und auch einer meiner Kandidaten, wir hatten nach meinem letzten Hund, dem Shiro, 10 Jahre keinen Hund, und bevor wir uns Vito nahmen, sagte ich zu meiner Frau, was ist ein Cane Corso, ein Bullmastiff oder ein American Bulldog? Ne? Das waren die 3 Hunde, die ich im Visier hatte. Meine Frau meinte dann, ach was, weißt du, diesmal retten wir einen von den Armen. Und so kamen wir zu Vito. Ja, aber ich hatte einen Bullmastiff schon im Visier. Ja, nochmal, absoluter toller Molosser, ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Hund. Viel mehr kann ich eigentlich zu diesem tollen Familienhund, Begleiter, Wach- und Schutzhund nicht sagen. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war schön.